sieht echt gar nichts. Naja, jedenfalls habe ich jetzt etwas mehr Haare an den Armen, an den Oberarmen. Also an den, nee, nicht an den Oberarmen, sondern an den Unterarmen. An der Oberseite meiner Unterarme. Jetzt habe ich es endlich. Damit habe ich eigentlich schon viel früher gerechnet, dass ich da etwas mehr Haare bekomme. Aber spannenderweise gerade da hat sich lange Zeit überhaupt gar nichts getan. Jetzt erst nach der zweiten Nebido kommen jetzt so die ersten Härchen. Und sie werden etwas mehr, sie werden etwas länger und sie wandern ein bisschen mehr so Richtung Unterseite des Unterarmes. Ja. Ansonsten, was war noch? Ich habe, also tatsächlich nach der Nebido selbst habe ich immer noch mal so einen Schwung von allem mehr bekommen. Also wieder ein bisschen mehr Haarausfall. Der war zwischendurch wieder etwas schwächer geworden. Danach, nach der Nebido, wurde er etwas stärker. Ich habe auch noch mal so einen richtigen Breakout in Sachen Akne bekommen, so in so einem Streifen am Rande des Gesichtes hier so. Der ist jetzt zum Glück schon größtenteils wieder weg oder abgeheilt. Ja, Libido ist recht hoch. Wieder einmal. Ich kann mich die letzten Tage manchmal gar nicht richtig konzentrieren. Das stimmt. Und ja, was das untenrum Wachstum angeht, habe ich zwar immer gesagt, naja, das ist nicht viel, aber wenn ich jetzt mal so vorher-nachher vergleiche, da ist schon was passiert. Also, ja, gehen wir nicht ins Detail, aber ja. A world without sense if I'm without you. It's always the wrong way, there's no return to life. So get your car and drive. Look at the game of your life. You never took all the dice. After all, curtains fall, there's no return to life. So get the car and drive. Und das Ganze jetzt nochmal in der originalen Tonlage. Waiting for hoping, there's no more light in the sky. See the peace in my hand, I'm running through your lies. You got nothing to say till I'm crossing the line. But you can keep my name, demons coming tonight. Es ist ein bisschen schwierig zu steuern. Ich merke, dass die Tonhöhe, in der ich bequem singen und sprechen kann, inzwischen woanders liegt als Prätesto. Das merke ich inzwischen. Und der Stimmumfang nach oben hat sich ein klein wenig abgesenkt. Wer hätte das gedacht? Noch ein paar klassische Änderungen zum Jahreswechsel. Haare, Haare und Haare. Einerseits die auf dem Kopf, die fallen nicht mehr ganz so schlimm aus. Also jetzt ist es wieder etwas besser geworden. Offenbar habe ich immer nach der Nebido erstmal wieder so einen Schwung, da geht das Testosteron nach oben und da kriege ich mehr Haarausfall und da kommt aber auch alles mehr, auch mehr Akne und sowas. Und dann irgendwann nach ein paar Wochen pegelt sich das langsam wieder so auf einem normalen, auf so einem gesunden Maß ein. Das finde ich ganz gut. Und Haare ansonsten so, ja, mehr halt. Also jetzt auch im Gesicht merke ich langsam. Einmal in der Woche habe ich mich so die letzten Wochen immer rasiert, also ganz trocken mit so einem einfachen Haarschneider. Und jetzt so die letzten Tage merke ich schon, dass ich nach 3-4 Tagen, das sieht man hier irgendwie schon was, also es ist nicht wirklich bartähnlich. Es sieht einfach, mein Gesicht sieht dann hier unten vor allem im Kinnbereich aus wie so eine Stachelbeere mit so einzelnen pieksenden Härchen, die da so gerade wegstehen und die einfach überhaupt gar nicht zum Rest des Gesichts passen. Was noch so? Weiß nicht, so eben Standardkram. Ja, die üblichen Venen, die ein bisschen stärker hervortreten, das war bei mir vorher ja schon sehr stark der Fall. Also meine Venen konnte man schon immer gut sehen. Aber ja, ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen besser und noch ein bisschen mehr geworden. Noch irgendwas? Ja, eine interessante Sache noch für diejenigen, die auch irgendwas mit der Schilddrüse haben und Thyroxin nehmen müssen, also das Schilddrüsenhormon. Normalerweise muss ich immer im Winter eine etwas höhere Dosis nehmen als im Sommer. Frag mich nicht wieso, das ist einfach bei mir so. Zumindest war es bei mir so. Und dieses Jahr zum ersten Mal seit Jahren, musste ich nicht auf meine übliche etwas höhere Winterdosis wechseln, sondern ich bin auf meiner Sommerdosis geblieben und ich komme soweit erstmal ganz gut damit klar. Interessanter Punkt. Nicht erschrecken, wenn ihr meine Stimme hört. Das hier soll kein Update sein, wie meine Stimme sich entwickelt hat, nicht direkt jedenfalls. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen, besser als ich jedenfalls. Eine Sache, die sich transmaskuline Menschen ja immer wünschen, ist, dass ihr Kehlkopf größer wird, damit das hier so schön aussieht und damit es auch besser klingt.
Und ironischerweise ist mein Kehlkopf gerade dabei, genau das zu tun. Allerdings nicht auf eine Art und Weise, wie ich mir das gedacht habe oder wie ihr euch das jetzt wahrscheinlich auch wünscht. Das klingt jetzt wahrscheinlich nicht besonders entertainend, es soll es auch gar nicht sein. Ich habe einfach durch diesen Fall wieder einmal mitbekommen, dass ich es noch lernen muss, auf meinen Körper besser Acht zu geben, ihn mehr zu wertschätzen. Denn ich habe in diesem Fall wieder einmal viel zu spät reagiert, nämlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag, sprich in der Silvesternacht. Und der Grund war, dass ich die Zeit davor zwar gemerkt habe, dass es immer schlimmer wird, aber ich dachte einfach, naja, mein Körper wird damit schon fertig, er ist bisher mit allem fertig geworden. Eine sehr bequeme Einstellung, die sich bisher auch bewahrheitet hat, aber dieses eine Mal eben nicht. Deswegen macht's nicht so wie ich, macht's besser. Gebt auf euch Acht und wir hören und sehen uns bald hoffentlich wieder in besserer Fahrfassung. Zuletzt ich habe jetzt übrigens, weil ich immer mit Mütze rumlaufen musste, weil ich ja krank war, habe ich gemerkt, bilde ich mir ein, dass meine Mütze mir nicht mehr so gut passt wie vorher. Die scheint mir irgendwie enger geworden zu sein, obwohl das nicht daran liegen kann, dass mein Kopf gewachsen ist, weil der Schädel ist ausgewachsen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas noch drumherum, irgendwelche Muskeln oder weiß der Geier was ist, was wachsen oder dicker werden kann. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass meine Mütze mir früher mal besser gepasst hat. Komisch. Und meine Gesichtszüge sind irgendwie männlicher geworden. Frag mich nicht, was genau da passiert ist. Ich gehe jedenfalls letzter Zeit häufiger mal so testweise in die Männertoilette und wurde da bisher auch noch nicht rausgeschmissen. Ich habe auch das Gefühl, jetzt wo meine Akne langsam sich mal ein klein wenig beruhigt hat im Gesicht und hier nicht an der Kinnlinie andauernd irgendwelche Humps und Bumps auf und ab gehen und ich hier so eine Hügellandschaft habe, sieht man vielleicht auch endlich mal so ein bisschen den klaren Verlauf meiner Kinnlinie. Und ich habe das Gefühl, dass die etwas schärfer, etwas härter, prägnanter irgendwie geworden ist. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass mein Gesicht insgesamt männlicher rüberkommt. Nein, ich bin nicht verrückt geworden. Ich sehe nur so aus. Diese Mütze, andersrum. Eine der wichtigsten Sachen, die ich bisher nach 9 Monaten Testosteron behaupten kann, ist, dass ich jetzt wirklich häufiger so aussehe, wie ich es mir eigentlich früher schon immer mal gedacht habe. Und diese Mütze hier soll ein direktes Beispiel darstellen. Die habe ich mir vor 7, 8 Jahren oder schon länger her gekauft. Und ich habe die an einem Jungen damals gesehen, der hat auch so eine ähnliche Mütze getragen. Und da sah das irgendwie total lustig, knuffig, irgendwie schön aus. Und ich wollte die Mütze haben und wollte damit irgendwie auch so niedlich, weiß ich nicht was, aussehen. Und habe mir die gekauft und habe sie aufgesetzt und bei mir sah die total anders aus. Also sie wirkte kein bisschen so, wie ich es eigentlich geplant habe und habe deswegen die Mütze frustriert beiseite geworfen. Und jetzt habe ich neulich die Mütze mal wieder aufgesetzt. Und ja, es sieht manchmal, ich glaube jetzt ist gerade der falsche Winkel, vielleicht so. Jedenfalls sieht es jetzt manchmal schon von der richtigen Perspektive so aus, wie ich mir es eigentlich gedacht habe. Also mein Gesicht wirkt jetzt manchmal so, wie ich es mir eigentlich schon immer gedacht habe, wie mein Gesicht wirken soll. Anyway, naja, irgendwie habe ich mir das jedenfalls mit dieser Mütze ausgeknobelt. Ja, und jetzt setze ich sie auch ab. Ich weiß auch gar nicht, was das eigentlich für Ohren sein sollen. Wobei, wenn ich mir meine Haare so angucke, setze ich sie vielleicht besser wieder auf. Was noch? Ah ja, genau, eine interessante Sache, die jetzt vor kurzem erst mehr passiert ist, dass ich plötzlich Telefonpacing habe. Aber jetzt nicht nur so sporadisch, sondern ständig. Also sobald ich mich irgendwo melde bei Leuten, die ich noch nicht kenne, werde ich sofort als Mann einkategorisiert und sogar bei Leuten, mit denen ich eigentlich schon seit längerem regelmäßig telefoniere, die fragen mich jetzt, ja, was ist denn los, bist du krank? Oder mein direkter Arbeitskollege hat gestern angerufen und hat mich so nicht erkannt, dass er anfangs dachte, er hätte sich verwählt. Also irgendwie, ich meine, ich war zwar krank und auch tatsächlich war mein Kehlkopf involviert, weil da eine Entzündung drin war, aber ich dachte eigentlich, dass ich mich bisher wieder auskuriert habe. Also möglicherweise kann das sein, dass ich wirklich noch irgendwelche Nachwirkungen von, Erkrankungen oder sowas habe, aber es wäre echt cool, wenn, was auch immer es gerade ist,
so bleibt, weil ich höre mich selbst eigentlich noch genauso wie vor ein paar Wochen. Ich selbst merke überhaupt keinen Unterschied. Ich weiß gar nicht, was die Leute meinen, wenn sie sagen, hä, du klingst so anders am Telefon. Also, interessant. Dann, ja genau, und im Zuge dazu, ich habe auch schon wieder irgendwie Druckgefühl im Kehlkopf dauernd und so ein Kloßgefühl. Ich weiß auch nicht, was meine Stimme gerade macht, ob sie jetzt gerade dabei ist, sich zu setten oder ob schon wieder irgendwie Stimmenbruch im Anmarsch ist. Manchmal bin ich mir nicht so richtig sicher. Ich glaube, mein testosteronbedingter Stumpfsinn, der zwischenzeitlich mal eingetreten ist, wo ich das Gefühl hatte, ich verblöde komplett, der ist jetzt ein bisschen abgeklungen. Also ich habe jetzt doch häufiger wieder das Gefühl, dass ich nicht sofort, wenn ich irgendetwas tun möchte, es instant wieder vergesse, was ich sehr gut finde. Ach ja, noch eine emotionale oder eine emotionale Sache. Insgesamt habe ich jetzt schon, das ist jetzt nicht erst seit kurzem, sondern eigentlich so ein längerer Prozess, der sich hingezogen hat. Mir sind Dinge, die von außen kommen, also vor allem so Störfaktoren, Einflüsse, negative Einflüsse vor allem, die von außen kommen, zunehmend scheißegal. Ich habe so einen richtigen dicken Pelz dagegen entwickelt. Ja, genau. Und bin da viel, was das angeht, bin ich echt selbstbewusster geworden. Oh mein Gott, Selbstbewusstsein in Verbindung mit mir. Ja, dann was meine Akne angeht, die sich ja in letzter Zeit, ich weiß nicht, ob man hier irgendetwas erkennt, aber sie hat sich ein klein wenig beruhigt, weil ich glaube, ich habe den Störenfried möglicherweise gefunden. Es liegt daran, dass ich wahrscheinlich das Whey-Protein, also das Molke-basierte Eiweißprotein, was ich nach dem Sport immer getrunken habe, nicht mehr vertrage. Meine Haut spielt da komplett verrückt. Prä-Testo habe ich dasselbe Whey-Protein auch immer nach dem Sport getrunken und da war gar nichts. Und jetzt seit Testosteron hat sich offenbar in mein Hautbild irgendwie, keine Ahnung, was da passiert ist. Jedenfalls kann ich das Whey-Protein nicht mehr trinken. Und sogar so Kapselkaffee wo schon Milch drin ist, also so Milchkaffee in so fertigen Kapseln, die man dann in die Maschine reindrückt und dann kommt da Wasser rauf und dann wird das irgendwie dampfgebrüht und dann hast du unten den fertigen Milchkaffee. Selbst da, das Molke oder Milchpulver da drin, selbst das macht diesen Effekt auch. Und jetzt, wo ich seit einigen Wochen versuche, diese Nahrungsmittel zu meiden, habe ich das Gefühl, dass meine Haut sich wieder ein bisschen fängt. Vielleicht habe ich Glück und das waren tatsächlich die beiden einzigen Sachen, die ich nicht mehr vertrage. Wenn das stimmt, dann wäre ich meine Akne los. Das wäre ja genial. Noch irgendwas? Manchmal habe ich so ganz leichte, dezente, gelbliche Flecken auf der Brust. Das habe ich aber schon seit Monaten und die sind immer wieder mal da und mal weg. Sieht so ein bisschen aus, wie wenn ihr einen blauen Fleck habt. Und wenn er verheilt, wird er ja von der Farbe her erst von lila zu bläulich zu grünlich und am Ende wird er so braun und am Ende nur noch so ein gelblicher Schatten auf der Haut, bevor er dann komplett verschwindet. Und genau dieses letzte Stadium vom Hämatom, bevor es verheilt ist, dieser gelbliche, was weiß ich, Flecken dann eben, die habe ich auf der Brust. Manchmal sind es mehrere nebeneinander, manchmal ist es so ein einzelner, manchmal ist er am nächsten Tag schon wieder weg. Und jetzt waren sie mal mehrere Tage, fast schon Wochen, konstant immer wieder ungefähr an der gleichen Stelle da. Ich weiß nicht, was da passiert, aber ich wollte es mal genannt haben. Mehr fällt mir gerade nichts ein und mehr habe ich auch nicht aufgeschrieben. So. Ich gehe mir jetzt meine Öhrchen putzen. Euer Katerschnutz.